Hi, willkommen zu einer neuen Folge NBW Wissen. Das Thema heute: Photovoltaikanlage im Winter. Ja, richtig gehört. Vielleicht fragst du dich jetzt, was bringt mir denn eine Solaranlage im Winter? Da ist es doch kalt und dunkel und wahrscheinlich schneit's auch noch. Kleiner Spoiler: Der Winterertrag einer Solaranlage ist höher, als man zunächst vielleicht denkt. Und wir zeigen dir, wie man die Sonnenstromausbeute im Winter auch noch optimieren kann. Sprechen wir über den Sinn oder Unsinn einer Photovoltaikanlage im Winter. Klar, wenn im Sommer die Sonne über Stunden scheint, dann kann eine Solaranlage auf dem Dach einen erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Stromversorgung liefern. Wie viel Strom genau produziert wird, hängt dann allerdings von der Größe der Anlage ab und davon, wie viel Sonnenstrom du auch zwischenspeichern kannst. Im Winter reduzieren sich die Sonnenstunden je nach Wohnort und Ausrichtung, etwa auf 1/5, was Einfluss auf die Ausbeute der autarken Stromenergie hat. Logisch. Aber wie viel weniger ist das tatsächlich? Wie viel Solarstrom bringt eine Photovoltaikanlage im Winter? Das kann man tatsächlich ziemlich genau sagen. In den Wintermonaten Oktober bis März produziert eine Photovoltaikanlage etwa 25% Sonnenstrom der Gesamtleistung pro Jahr. Tatsächlich ist das abhängig von der Sonne, allerdings nicht nur von der direkten Sonneneinstrahlung. Denn eine Photovoltaikanlage produziert Strom durch die sogenannte Globalstrahlung. What? Schon mal gehört? Globalstrahlung? Jetzt mal ein kleiner Exkurs. Durch den Filter unserer Atmosphäre kommt nur ein Teil der natürlichen Sonnenstrahlung bei uns auf der Erde an. Dieser Anteil ist die sogenannte Globalstrahlung, die wiederum auf zwei Wegen an der Photovoltaikanlage ankommt. Als Direktstrahlung, wie wir sie auch am Strand gern haben, und als Diffusstrahlung, die mit einem kleinen Umweg durch Wolken, Dunst oder Nebel dann ankommt. Beide Sonnenstrahlungen, also die gesamte Globalstrahlung, sind die Energiequelle für eine Photovoltaikanlage, mit der nachhaltiger Solarstrom produziert wird, sowohl im Sommer als auch im Winter, aber im Winter dann eben deutlich reduziert. Die Globalstrahlung wird im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen in Kilowattstunden pro Quadratmeter angegeben. Diese Kennzahl ist eine wichtige Eingangsgröße für die Ertragsberechnung einer Photovoltaikanlage pro Jahr. Je höher der Wert, desto mehr Sonnenstrahlung trifft auf dieser Stelle der Erdoberfläche ein. Ein weiterer Faktor ist der Sonnenstand, der die Kraft der eintreffenden Strahlung beeinflusst. Bei regional unterschiedlichen und saisonalen Messungen wird das sichtbar. Während die Globalstrahlung in Süddeutschland pro Jahr bei etwa 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter liegt, werden in Norddeutschland jährlich nur rund 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter gemessen. Noch deutlicher wird der Unterschied je nach Jahreszeit. Im Sommer ist die Globalstrahlung 5 bis 7 Mal höher als im Winter. Bevor es weitergeht, hier noch ein wichtiger Tipp. Wenn dir die Infos und Tipps auf unserem Kanal gefallen, bist du mit nur 2 Klicks bei der nächsten neuen Folge immer gleich mit dabei. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich und das gesamte Team. Weiter geht's. Wie viel Strom produziert eine 10 kW Photovoltaikanlage eigentlich im Winter? Wie uns Menschen fehlt auch der Photovoltaikanlage in den winterlichen Monaten ausreichend Sonnenenergie. Und natürlich macht sich das auch bei dem Ertrag des Sonnenstroms bemerkbar. Von Oktober bis März produziert eine Solaranlage rund 20-30% der jährlichen Gesamtmenge, während die Sommermonate von April bis September beachtliche 70-80% abdecken. Klar, musst du auch im Winter Strom aus dem Netz hinzukaufen und doch lohnt sich eine Photovoltaikanlage auch im Winter. Denn was du selbst herstellen kannst, das musst du eben nicht einkaufen. Schauen wir uns ein Beispiel am Standort Stuttgart an. Eine 10 kW Peak Photovoltaikanlage mit einer Größe von 50 Quadratmetern und einem Wirkungsgrad von 18% kann auch in den Wintermonaten noch folgende Menge an Strom produzieren. Die Formel zur Ertragsberechnung lautet: Ertrag gleich Globalstrahlung mal Größe mal Wirkungsgrad. Im Dezember beträgt die Globalstrahlung in Stuttgart nur 21 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ermöglicht damit immerhin noch einen Ertrag von bis zu 189 Kilowattstunden. Im Januar erhöht sich die Strahlung bereits auf 26 Kilowattstunden pro Quadratmeter, sodass die Solaranlage schon etwa 234 Kilowattstunden produzieren kann. Im Februar steigt die Tendenz weiter und liegt bei 46 Kilowattstunden pro Quadratmeter und der mögliche Ertrag der Photovoltaikanlage liegt dann schon bei 414 Kilowattstunden. Ergo, in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar kannst du also mit einer 10 kW Peak Solaranlage in Stuttgart etwa 837 Kilowattstunden Strom produzieren.
wenn die Anlage optimal ausgerichtet ist und Verschattungen durch Bäume oder Häuser vermieden werden konnten. Durch den niedrigen Sonnenstand im Winter können Verschattungen den Ertrag mindern. Berechnen wir gemeinsam, wie viel das pro Tag abdeckt. Der tägliche Bedarf an Strom liegt im Winter pro Haushalt bei etwa 14 Kilowattstunden. Für rund 90 Tage wäre das ein Gesamtbedarf von etwa 1260 Kilowattstunden. Über den Daumen gepeilt kann die Anlage im Winter also etwa bis zu 2/3 des Bedarfs decken. Das finde ich erstaunlich gut. Rechnen wir das mal genauer durch. 837 Kilowattstunden durch 1260 Kilowattstunden gleich 66,4% Abdeckung durch Solarstrom. Hättest du das gedacht? Ach ja, kurze Zwischeninfo, weil wir die ganze Zeit über Kilowattstunden sprechen. Wenn du eine wirklich unterhaltsame Einordnung suchst, also was mit einer Kilowattstunde alles möglich ist, dann solltest du gleich nach dieser Folge in dieses Video reinschauen. Zurück zur Photovoltaik. Tatsächlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Deckung deines täglichen Eigenbedarfs auch im Winter zu erhöhen. Erstens mit einem Batteriespeicher, der den erzeugten Solarstrom vom Tag zwischenspeichert, damit er auch abends, nachts und morgens abrufbar ist. Oder zweitens mit dem smarten Senec Cloud-Paket der NBW. Das funktioniert wie ein großer Batteriespeicher, nur virtuell. Je nach gebuchtem Kontingent steht dir dein Solarstrom quasi jederzeit zur Verfügung und das sogar to go. Ja, richtig gehört. Also unterwegs. Mit der Senec Cloud-Lösung kannst du über die Mobility Plus App der NBW dein Elektroauto auch unterwegs mit deinem eigenen Strom laden. Das klingt ganz schön innovativ, oder? Ja, finde ich auch. Deshalb haben wir in der Infobox Artikel, Angebote und Infos zum Thema Senec für dich verlinkt. Unbedingt reinschauen. Übrigens, wenn du gerade erst planst, dir eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, dann schau dir auch unbedingt das Komplettangebot von Senec an. Vielleicht ist das für dich die 360-Grad-Lösung schlechthin. Die Ausrichtung einer Photovoltaikanlage im Winter. Was ist sinnvoll? Wenn du das ganze Jahr über viel Solarstrom produzieren willst, dann solltest du die Ausrichtung am Jahresertrag festmachen. Deshalb orientieren sich viele Stromselbstversorger bei der Ausrichtung der Anlage eher an den Sommermonaten. Praktischerweise werden die meisten Anlagen parallel zum jeweiligen Dach installiert. In den Sommermonaten ist dann Richtung Süden die effizienteste Ausrichtung, um die maximale Globalstrahlung nutzen zu können. Die perfekte Stellung wäre Südost bis Südwest. Aber auch im Winter kannst du die Ausrichtung mit Hilfe sogenannter Aufständerungssysteme optimieren. Da gibt es verschiedene Anbieter für unterschiedliche Bedürfnisse, die Photovoltaikanlagen im Aufstellwinkel der Neigung, also die gesamte Ausrichtung, individuell anzupassen. Das ergibt nicht nur auf Flachdächern Sinn, sondern auch dann, wenn du die Anlage im Winter auf maximale Erträge optimieren willst. Auf jeden Fall sollte eine optimierte Photovoltaikanlage unverschattet sein und maximal mit Solarzellen ausgestattet werden. Auf einem Steildach wird empfohlen, die Solaranlage in Richtung Ost-West in 2 Teilsysteme aufzuspalten. Ein Teil wird auf der Ost- und das andere auf der Westseite des Daches installiert. Bei einem Flachdach ist es üblich, die Solarmodule in Richtung Ost-West auszurichten. Die Aufständerung sollte zwischen 15 und 20 Grad liegen. So flach wie möglich, um Verschattungen zu vermeiden und so steil wie nötig, um mögliche Schneelast zum Abrutschen zu bringen. Und sollte doch mal Schnee auf den Modulen auf einem Flachdach liegen bleiben und nicht von alleine abrutschen, dann kann er grundsätzlich entfernt werden. Dabei ist dringend darauf zu achten, dass die Module nicht beschädigt werden und entsprechende Unfallverhütungsvorschriften, also zum Beispiel die Sicherung von Personen, eingehalten werden. In den meisten Lagen lohnt es sich aber nicht, den Schnee zu entfernen. Mein Fazit? Ja, der winterliche Solarstromertrag ist geringer als im Sommer, aber es lohnt sich dennoch. Zudem kannst du den niedrigeren Ertrag im Winter mit der Einspeisevergütung des Überschussstroms aus den Sommermonaten zum Teil wieder ausgleichen. Im Grunde ist die Rechnung doch einfach. Jede Kilowattstunde, die ich selbst produziere, muss ich eben nicht einkaufen. Ob sich die Optimierung einer Anlage im Winter für dich lohnt, hängt von deinem Strombedarf ab. Spannend, oder? Also ich feiere es total, dass die Sonne uns mit Hilfe der Solartechnologie nachhaltigen Strom liefert. Und das freut auch die Umwelt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch schnell ein Like da und hinterlasse auch gerne einen Kommentar, wenn du Fragen oder Anregungen zum Thema hast. Ja, und Abo und Glöckchen und so, das kennst du ja alles. Na, hast ja bestimmt schon gedrückt. Na, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Schauen wir uns mal ein Beispiel am Standort Stogi an, gell? Weißt, da gibt's richtig viel Solarstrom, gell? Silenzio. Rechnen wir das nochmal richtig. Hättest du das gedacht? Nee, eben nicht, weil es falsch gerechnet ist. Ja.